Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Blues-Song-Tutorial. Heute geht es um Boom, 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 gonna shoot you right down. John Lee Hooker, ein absoluter Blues-Klassiker und da kann man gar nicht genug Freude dran haben an solch einem Song. Nun, es gibt sehr, sehr viele Varianten da draußen. Ich habe mir eine ganze Menge seiner Videos angeschaut. Live-Videos, Originalaufnahmen angehört, Videos, wo er das Lied allein gespielt hat. Ja, wieder ganz, ganz anders. Das Lied gibt es in unendlich vielen Tempo-Varianten von 120 bis 170. Gespielt mit Band, mal nur im Trio und mit klassischen Begleitungen. Und es wird sehr, sehr interessant, aber ich fokussiere mich heute auf die eher einzelne Begleitung, also genau das, was gespielt wird oder zumindest was am meisten gespielt wurde in den Songs und versuche beide Gitarrenparts, denn wenn die Band gespielt hat, wurde von ihm weniger gespielt, zu kombinieren und dann schauen wir uns mal an, was man lernen kann. Wir sind live, also herzliche Grüße an euch alle. Ich gucke gleich mal in den Live-Chat und schau mal, wer heute alles da ist. Ja, hallo. Hallo ihr Lieben. Hoffe, ihr habt eure Gitarren am Start. Das ist ein einfacher Blues mit immer wiederkehrenden, leicht wechselnden Motiven. Ja? So, super schön. Also, ich wünsche euch viel, viel Spaß damit. Gebt mir Feedback, ob Bild und Ton okay ist. Das wäre super. Ja, so. Also, gut. Schreibt mir mal, ob alles okay ist hier bildtonmäßig bei euch. Ich habe hier eine gute Leitung. Bildton okay. Vielen Dank. Also Aussätze liegen nicht an mir, das liegt an euren Leitungen. Ich habe hier eine 400 Mbit Leitung mit 40 Mbit Upstream. Mehr geht nicht. Vielen Dank. Also gut, gehen wir gleich rein, machen uns an die Arbeit, schauen uns das Ganze an. Also wie gesagt, es gibt zwei Versionen. Ich habe hier eine im 124er gemütlichem Tempo. Das klingt so. Und dann die Highspeed-Version mit Band. Das klingt dann so, dass ihr das auch mal hört. Hier bin ich bei Tempo 166. Ursprünglich war es 174 sogar, aber ich habe das dann angepasst nach der Originalaufnahme. So, das sind die beiden Tempi, mit denen wir hier zu tun haben. Wir lernen heute jedoch die gemütliche, langsame Variante, wo er allein spielt beide Themen. Denn in der anderen Variante kann man beide Themen gar nicht gleichzeitig spielen, weil es zu schnell ist. Deswegen sind hier zwei Spuren, die wir auch uns kurz angucken werden. Aber wie gesagt, wir gehen hier rein auf die einzelnen Versionen, die ja, ideal ist zum Lernen. Ihr werdet sehen, ich habe kein Plektrum am Start heute. Ich habe einen nur leicht angecrunchten Sound. Hier spiele in der Mittenposition der Paul Reed Smith Gitarre. Das ist der Sound. So, das ist nur leicht angezerrt. Und wie gesagt, ich spiele das ganze Lied hier mit Daumen und Zeigefinger. So, das ist die Technik. Ne? Da gehen wir auch noch im Detail drauf ein. Natürlich kann man es auch mit Plektrum spielen, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, das Ganze mal mit Daumen und Zeigefinger zu spielen. So, jetzt schauen wir uns das Motiv an. Dann werde ich das Tempo reduzieren auf 80, 100 und 120 mal durchspielen, sodass ihr genau sehen könnt, was gespielt wird. Okay, so wir haben das Motiv hier unten
beginnt mit einem Slide von 2 auf 4, dann mit dem Zeigefinger die leere E-Seite, dann sliden wir zurück von 4 auf 2, die leere G-Seite, dann 2 auf der D-Seite, leer und nochmal die 2. Und dann das Bassmotiv, 0, 3, leere A-Seite. Und diese beiden Motive sind schon die Hälfte des Liedes in der Begleitung mit leichten Variationen. Also Slide. Das ist, musst du so vorstellen, das ist etwas Leichtes, aber diese leichten Dinge sind oft ein bisschen tückisch, weil man sie sehr oft wiederholen muss, bis man sie problemlos, bis man das in die Finger bekommt. Und mein Tipp ist immer der, einzelne Parts geduldig lernen. So, das ist Part Nummer 1. Ich reduziere jetzt das Tempo auf Tempo 80. Das ist, seht ihr jetzt, die Zahl hat gewechselt oben. So, dann ist das Ganze wesentlich gemütlich. So, wenn du das lernst, dann kannst du auch auf Tempo 60 runtergehen. Das ist überhaupt kein Problem. Halbier die Geschwindigkeit und lern das dann ganz gemütlich. Mach einen Loop rein, ja, und vielleicht schaltest du ein Metronom noch hinzu. Das klingt dann so. Ja? Und so kannst du das dann wunderbar trainieren. Ich mache das Pausenzeichen hier vorne natürlich noch mitnehmen. Die Akkorde sind E7 oder so, ganz einfach mit den 2 Fingern hier, also E-Dur ohne den Ringfinger und den kleinen Finger. Das ist so der Groove im Hintergrund. Boom, 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 boom. Und zum Üben einfach Tempo reduzieren und die einzelnen Licks. Also wirklich, wenn du diese beiden Licks kannst. Und dann hast du, schon die halbe Miete. Ja? Okay, so. Dann mal beide Takte, machen wir mal die ersten Takte hier zusammen und los geht's. So, und ihr hört, wichtig sind hier, was das Spielgefühl angeht, in so einem Song, sind tatsächlich die Pausen. Die Pausen in dem Blues, ganz wichtig, die erzeugen diese Atmosphäre. Ja? So, hier hast du diese Pause, bevor dieser Slide von 3 auf 2 kommt. Und das ist ganz, hör dir das an. G-Seite, die erzeugt diesen schönen Groove. Also 0, Pause. Ja, wunderschön. Und die leere E-Seite hier, die geht immer in den nächsten Takt rein. Das macht das Ganze so cool. Ich spiele jetzt mal diesen kompletten Durchgang, die ersten 12 Takte hier. Also los geht's.
Und dann beginnt, also das war jetzt das Motiv bis in den 9. Takt. Und dann beginnt die Begleitung. Die Begleitung ist immer dieselbe. Die gucken wir uns gleich an. Klassische Bluesbegleitung. Ja? Also das war jetzt das Motiv. Wir sind hier einmal, bevor der Song losgeht, einmal auf A gegangen. Hier dasselbe, was wir oben auf E spielen. 0303 spielen wir dann auf A. Und das ist auch schon die ganze Motivgeschichte im Lied. Ja? Das ist also diese ersten 8 Takte. Das ist, wenn du das kannst, dann kannst du die Hälfte des Liedes. Okay? Und das lohnt sich, das ist nicht wirklich so schwer. Aber man muss es oft wiederholen, damit man das Gefühl entwickelt. Und dann beginnt die Begleitung. Die Begleitung, die sieht so aus. So klingt es. Und es ist klar, was jetzt passiert. Ich spiele es jetzt mal ein paar Takte weiter, dass ihr hört dann, wie die Akkorde wechseln. Das ist die Begleitung im Song. Das ist diese schöne Begleitung. Bisschen shuffle-mäßig. Einfach Daumen, Zeigefinger und so mit so einem leichten Kreis. Aufnahme hier rein. Dann gehen wir aufs H. Das siehst du auch, wenn ich jetzt hier in die Begleitung reingehe, dann kannst du hier deine Akkorde sehen, die im Hintergrund begleitet werden. Ganz einfacher Shuffle. Okay. Hast also. Und dieses Motiv wiederholt sich. Ich werde jetzt einen kompletten Durchgang spielen, von Anfang bis Ende auf Tempo 80. Und dann könnt ihr auch die kleinen Solo-Passagen, die wir uns nachher noch angucken, gleich beobachten und was hier genau gespielt wird. Und dann besprechen wir das alles nochmal. Okay, geht los. Los geht's. Und Tempo 80. Boom, 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 boom. So, los geht's.
So, hier nochmal kurz stoppen. Da ist es hochgerutscht, dass ich das genau richtig spiele. Da gehen wir hier nochmal rein. So, Sekunde. So, das war jetzt die gesamte Begleitung bevor es dann natürlich ausgebaut werden, das waren jetzt 62 Takte auf Tempo 80. Ich spiele es jetzt gleich nochmal durch auf Tempo 100, sodass ihr da gleich ein bisschen mehr ein rhythmisches Gefühl bekommt. Und so würde ich es jetzt so üben. Ne? Also erstmal die wichtigsten Parts lernen, die dann gucken, dass man die in die Hände bekommt. Dann bei Tempo 60 anfangen und mal versuchen, einen ganzen Durchlauf zu spielen. Und diesen Durchlauf vielleicht 3-4 Mal hintereinander. Dann pausieren, 5 Minuten Pause machen, dass das Ganze sich setzt. Dann auf Tempo 70 oder Tempo 80 und so sich steigern, bis man sich das erarbeitet nach ein paar Tagen auf dem Originaltempo. Okay, jetzt gehen wir auf Tempo 100 und spielen es mal auf 100 und dann fühlt sich das Ganze schon nicht mehr so blockig an. Es wird dann ein bisschen bluesiger schon jetzt vom Feeling her. Und manchmal ist es sogar schwerer, etwas ganz korrekt langsam zu spielen. Man muss sich da sehr konzentrieren. Ne? Also bitte habt Verständnis, falls da mal die eine oder andere Sache noch nicht so funktioniert.
das war jetzt ein Durchgang auf Tempo 100. Das war jetzt nicht perfekt, ne? Aber das heißt, das zeigt ja, dass man das übt, ne? Wenn man jetzt 3, 4, 5 Durchgänge hintereinander macht, dann wird man immer besser. Okay? Jetzt machen wir mal einen Durchgang auf 120 und dann schauen wir in den Chat rein und gucken, ob ihr noch Fragen habt. 120, dann gebe ich euch noch ein paar Tipps, was die Begleitung angeht. Also ein flotter Durchgang, dass ihr dann hört, wie das klingen soll und sehen könnt, wie ich das spiele. Also, das macht natürlich tierisch Spaß und Freude, das zu üben und das zu trainieren. Ne? So wichtig ist hier, die Freude dran zu haben. Ne? Und die einzelnen Passagen, die nicht funktionieren, wie jetzt zum Beispiel gegen Ende hier, wird es das Ganze hier so ein bisschen, da wird nochmal richtig auf die Tube gedrückt. Ne? Wenn man sich das nochmal anschaut hier, mit Pausen und Slides und so weiter. Und oft ist es so, dass die Licks von ihm auch mit vielen Bands gespielt werden, statt den Slides. Ne? Was auch ganz, ganz cool klingt, wenn man dann drauf improvisieren möchte. So, jetzt gucken wir mal in den Chat hinein. Also. So. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt viel, viel Freude an so einem Song wie diesen. Das ist ein echter Blues-Klassiker. Ne? Es lohnt sich, die Mühe zu machen. Ne? Und immer im Bewusstsein, dass die alten Blueser die Songs immer wieder neu interpretiert haben. Und wenn er allein spielt, klingt das Ganze viel fast schon cool und man hört ganz genau, was er macht. Ne? Daumen, Zeigefinger. Macht tierisch Spaß, damit auch zu improvisieren. Ne? Und in der Live-Version habe ich gesehen, geht er auf diesen E-Dreiklang hier im 9. Bund und spielt dann das E hier im kleinen Finger.
dieses Shuffle-Spiel ist was ganz, ganz Archetypisches im Blues. Ja. So. Nee, der Horst erzählt heute nichts zu irgendwelchen Gitarren, da es ja um einen Song geht. Er erzählt was zu seinen Gitarren, wenn wir in der Frage- und Antwortrunde sind. Also da müsst ihr euch schon gedulden. Ne? Ich muss schon hier bei der Sache bleiben. Okay, heute geht es um Lernen. Ne? Also. Mary Had a Little Lamb. Ja, mal schauen. Mal gucken. Ist natürlich ein Mega-Klassiker. Könnte man mal machen, ja. Ja. So, also gut. Der Weg zu Scuttle-Button. So, was Michael schreibt, das ist ganz wahr. Das Intro ist schon der halbe Weg zu Scuttle-Button. Denn Scuttle-Button ist dieses unglaublich schnelle Shuffle, was Stevie Ray Vaughan gespielt hat. Und das Thema ist im Grunde genommen dasselbe. Ne? Aber hallo ihr Lieben, ihr müsst wirklich geduldig sein und ihr müsst geduldig sein, was das Thema angeht. Das ist nicht so einfach. Ne? Und ihr seht ja, wie ich so etwas übe, hoffe ich. Ne? Ich hoffe, ihr bekommt das gut mit, wie ich das trainiere und übe mit den Guitar Profiles. Also bei jedem Durchgang, ne? Ich gehe jetzt mal auf 124, das war das hier das Originaltempo. Mit jedem Durchgang wird es dann besser. Ne? Also wenn ich hier, ich selbst habe das jetzt nicht 100 Mal geübt. Ne? Das ist sozusagen auch für euch hier live zu sehen, wie man dann durch das Üben besser wird. Das wiederholt sich ja endlos. So interessant wird es dann hier, wenn dann ein bisschen mehr improvisiert wird. Ab hier, ne? Na, und auch hier, ne, das sind jetzt keine Fingerbrecher. Ne? Aber man muss sich das natürlich, man muss es trainieren. Diesen Ablauf, ne? Immer wenn du mit Leerseiten spielst und etwas nicht greifst, dann ist das Ganze so ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen komisch an. Ne? Na, und dann diese Passage, das jetzt gesehen, die dann 4, 5 Mal wiederholen und dann die nächste. Ja, ab hier zum Beispiel. Ne? Hier nochmal rein, bis kurz vor dem Solo. Okay? Und hier ist zum Beispiel die Akzente und die Betonungen. Ne? So, hier hast du eine Betonung auf die leere G-Seite. Ne? Das Ganze. Und hier ist die G-Seite mit.
Und dann das Solo. Ja, hier mal stoppen. Und dann siehst du im Blues, was so schön entscheidend ist, sind diese Pausen. Die Pausen machen diese Themen fürs Ohr interessant. Na? Hier, ne? Hier nochmal sieht man es wunderbar, der Slide hoch und dann, warum nicht zweimal die 14 spielen? Nein, es ist ein kurzer Stopp dazwischen, das gibt dem Ganzen Luft. Das ist etwas ganz Archetypisches im Blues, ist diese Shuffle-Technik im Spielen. Ja? Na? Stops und in diesem Groove drin bleiben. Das ist so entscheidend. Auch hier dann bei dem Teil hier mit diesem wunderschönen Band, so 7 auf der dünnen E-Seite und 8. Ich nenne das immer so die Autohupe. Typisch Blues. Und dann wieder da 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 ba da ba ba. Also, ich hoffe, dass euch das genauso viel Freude bereitet wie mir. Da kann man unglaublich viel Spaß haben. So, was ich jetzt noch mache, wir gucken jetzt noch in die, es ist ja hier eine richtige Lernstunde, wir gucken jetzt noch in die schnelle Variante mit seiner Band gespielt. Und das ist hier schon, ja, ein bisschen aufwendig, was hier passiert. Und hier haben wir ich gehe das jetzt ja nochmal ganz durch, das Thema ist ganz ähnlich, wir haben die beiden Motive, ne? Nur viel, viel schneller gespielt. Ne? Also auch hier der Slide und dann die zweite Gitarre spielt dann hier Ba, Da, Di, da war eine Oktave höher wie in dem ersten Beispiel. So, aber was hier interessant ist, wenn wir auf die John Lee Hooker Gitarre gehen, dann sehen wir hier Beispiele, wo das mit dem Band gespielt wird. Na? Und das ist das kann man üben. Das sind so Bluesbands. Ja, das kannst du so trainieren, indem du die E-Moll-Pentatonik hier mit Leerseiten 3, 0, 3, 0, 2, 0, 2, 0 mal auf den ersten 4 Seiten das hier machst. Ne? Hoch. Ja? Und das ist die Technik. Also hoch. Diesen Viertelton hochbänden. Nur so leicht anbänden. Und dann sofort die leere E-Seite spielen. Ja? Auf jede Seite. 3, 0, 3, 0. Und das ist etwas, was sehr, sehr cool klingt, das kann man einstreuen. Boom, boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down. Right off your feet. Also singen werde ich es heute nicht. Es geht nur um den Gitarrenpart. Vom Gesang her ist das Ganze sehr, sehr cool gesungen. Ne? Das ist das Motiv.
shoot you right down, right off your feet. Und die ganze Atmosphäre entsteht durch diese tiefe, tiefe, bluesige Stimme von ihm. Ja? Okay, gehen wir nochmal rein. Und dann haben wir hier sorry, dass ich hier so viel scrolle, haben wir hier ein Solo einmal von ihm. Und das ist ähnlich wie das, was ich vorhin gespielt habe. Und ich werde das jetzt alles hier muten, sodass ihr nur, bis aufs Schlagzeug, sodass ihr diese Passagen mal hören könnt, die hier gespielt werden. 14, 12, 12. Das ist so cool hier. Das ist so cool. Mit dem Zeigefinger hochbenden. Und das ist, mehr ist da nicht. Aber die zweite Gitarre hier in dem Beispiel, was ich euch dann auch zur Verfügung stellen werde, die spielt hier ein bisschen mehr. Ne? Und es lohnt sich dann, wenn ihr Lust habt, auch diese ganzen, ich lasse mal laufen und mache jetzt die zweite Gitarre ein bisschen lauter, dass ihr die hören könnt. Und das Schlagzeug ein bisschen leiser. So. Und hört mal. So, die Gitarre runter. Und das sind so coole Licks. So coole Blues-Licks. Ja, und das macht tierisch Spaß hier. Schau mal hier. Und immer in diesem. Und dann hier mal kurz reinhören, dass ihr das hört. Und es ist einfach nur ein Spiel in der E-Moll-Pentatonik hier oben mit der Blue Note. Und hier super schöne Licks. Ja. So. Und in den beiden Files sind unfassbar viele schöne Licks in der E-Moll Blues Pentatonik versteckt. Aber wenn du das lernst, lerne erst die Einzelversion von ihm gespielt. Und es gibt natürlich noch eine Variante, es gibt so viele Varianten online, wo er jung war und dann ganz allein mit der Gitarre gespielt hat. Sensationell, was er da macht, wie er das groovt und sich selbst begleitet. Ich werde die Links zu den besten Varianten der Songs in der Box unter dem Video verlinken. Okay? So, das sollte es für heute gewesen sein.
Aha, gut. Super. Genau. So hier zum Sound einfach ein Röhrenamp und eine zarte Zerre. Genau. Würde ich genauso sehen. Das ist das, was ich hier habe. Leicht angezerrt, sodass das Ganze, ne? Nicht über. Und dann die Mittelposition verwende ich hier, ne? Hier kann man genau sehen. Nicht vorne, sondern mittig. Das klingt dann so. Das klingt dann ganz. Und es macht tierisch Spaß dann. Dieses Shuffle-Spiel, Daumen, Zeigefinger. Dasselbe mit dem Plektrum. Gehe nochmal in die Aufnahme, dass du sehen kannst, wie ich habe das Plektrum hier im Mittelfinger. Na, also, so ein Motiv, so ein Klassiker des Blues. Es geht nur darum, die ein oder andere Geschichte hier zu trainieren, für dich mitzunehmen und zu üben. Und du wirst dann feststellen, wenn du einen anderen Blues lernst, wie sich das dann plötzlich manifestiert, weil es sich in dein Spiel integriert hat. Das ist alles. Das ist das Ganze beim Blues. Wir haben meistens nur 3 Akkorde. Und das Wichtige ist, sich ein paar dieser Motive drauf zu schaffen, also dass du sie auch mal unbewusst spielen kannst. Aber bis du den Punkt erreichst, wo du das unbewusst spielen kannst, brauchst du sehr, sehr viele Wiederholungen. Es ist wie beim Lesen und Schreiben, beim Sprechen. Erst durch die vielen, vielen Wiederholungen wird es zu einer natürlichen Geschichte. Okay? Das ist der Trick hinter der ganzen Sache ist, sehr, sehr viele Wiederholungen von wenigen Dingen. Wir haben hier wenige Motive, aber die sehr, sehr oft wiederholt, bis sie in dein Spiel, in dein Blut übergehen. Okay? Also. So, super, 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 super. Ja, Manuel, du hörst richtig. Ich verwende tatsächlich den Pleximarscher. Ich liebe ihn. Und das ist mein Lieblingsamp. Das hast du, lieber Manuel, hast sehr gut gehört. Sehr, sehr gutes Ohr. Ne? Und, na? Okay, super. Also, ihr Lieben, das war's für heute. Mehr werden wir nicht jetzt mit dem Thema uns aufhalten. Für die Unterstützer auf meiner Website und alle Patreons, die mich über Patreon unterstützen, die Files werden heute bzw. spätestens morgen online sein, die beiden, das PDF und die beiden Guitar Pro Files. Ich empfehle euch absolut, euch mal Guitar Pro 7 zuzulegen. Das ist das Standard, die Standardsoftware, braucht jeder Gitarrist, um diese Files abzuspielen und auch professionell damit zu arbeiten. Okay? Also das ist eine Investition, kannst du problemlos tätigen. Und da hast du das Programm hat meine absolute Empfehlung. Es läuft absolut stabil, da passiert gar nichts. Also, wir sehen uns am Donnerstag wieder und dann lernen wir das sagenhafte Intro von Johnny B. Goode. Na?
und werden da viel Spaß mit haben. Dieses Intro ist das legendärste Rock'n'Roll-Intro aller Zeiten. Und da kannst du sehr, sehr viel lernen. Und es genügt, wenn du das erstmal lernst. Und dann kannst du dich auch mit dem Rest des Songs beschäftigen. Also bis Donnerstag. Bis dahin wünsche ich euch Gesundheit natürlich. Bleibt alle gesund. Ihr und eure Liebsten. Bleibt stark in der Krise, die uns alle betroffen hat. Und vor allen Dingen achtet auf eure Gesundheit. Übt jeden Tag. Nutzt die Zeit. Lernt. Bildet euch weiter. Wer weiß, wann wir wieder so viel Zeit miteinander verbringen können. Ne? Nutzt die Zeit effektiv für dich selbst, sodass du ein klein bisschen besser werden kannst jeden Tag. Okay, das ist das, was ich dir wünsche. Also, ciao, bis bald und ich freue mich, wenn wir Donnerstag wieder uns sehen können. Ja, das ist ganz wichtig. Und ja, bevor du gehst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du kurz hier, oh, bin ich ja groß, das wollte ich gar nicht, entschuldige, wenn du hier das Glockensymbol läuten würdest, hier genau hier und ein Abo hinterlasst, das hilft enorm und gibt mir die Möglichkeit, weiter für dich da zu sein. Herzlichen Dank.